Herzlich willkommen zu einem kleinen Weihnachtsspecial von uns. Eigentlich dachte ich, dass ich mich erst nach Weihnachten wieder bei euch melde, aber ich kann euch auf gar keinen Fall diesen großartigen Stellplatz hier vorenthalten. Wir sind nämlich inzwischen zurück in Frankreich und auf dem Weg nach Deutschland und so ziemlich genau in der Mitte, so ein Stückchen nördlich von Lyon, ist der Stellplatz, auf dem wir jetzt hier gerade angekommen sind. Ihr habt eben schon beim Sonnenaufgang gesehen, was das für eine fantastische Aussicht ist. Und gestern Abend, als wir hier auf dem kleinen Weingut angekommen sind, haben wir mit Jeff, dem Besitzer, auch noch eine Weinverkostung gemacht. Ich zeige euch jetzt gleich mal hier das ganze Grundstück und dann auch noch die Weinverkostung von gestern Abend. Da habe ich so ein bisschen mitgefilmt. Und vielleicht das noch am Rande. Das ist natürlich auch ein Stellplatz, den man bei Park4Night findet. Und wir sind hier überhaupt nur hergefahren, weil der da so großartige Bewertungen hatte, dass ich dachte, okay, das gucken wir uns jetzt mal an. So, und total schön ist, dass man nicht nur so eine Sitzgelegenheit hier hat, sondern es gibt da auch eine ganz ordentliche Toilette, die man mit benutzen kann. Und daneben eine kleine Küche, in der man auch abwaschen kann. Ich glaube, besser geht's wirklich fast nicht. Achso, und falls ich das noch nicht gesagt habe, der Stellplatz ist kostenfrei. Im Moment steht hier auch noch ein dänisches Wohnmobil mit ganz netten Jungcampern. Und da sieht man das Haus von Jeff und seiner Familie im Weinberg drin. Also nach oben ist Weinberg, dann kommt das Haus und nach unten geht es dann so weiter. Also es wirklich schmiegt sich genau in den Weinberg ein. Schaut mal, und richtig krass ist, dass es hier einfach ein kleines Amphitheater gibt. Also Jeff und seine Familie haben hier oben so ein kleines Amphitheater gebaut und da findet jedes Jahr im August so ein kleines Jazzfestival statt. Dann sitzt man hier abends so nett im Weinberg, trinkt großartigen Wein, hat coole Musik. Also er meinte, da steht dann hier richtig eine große Bühne da vorne. Und ich zeige euch gleich mal, was man da dann für einen Blick hat, wenn man sich hier hingesetzt hat. Guckt man von diesen Plätzen da so runter. Und da ist Bella.
Hier finden die Verkostungen statt und es ist so nett. Ich habe gerade, falls sich irgendjemand wundert, warum jetzt die Kamera schon wackelt, einmal all diese großartigen Weine hier probiert. Und Achtung, kostenlose Werbung, weil es wirklich lecker ist. Hier sind die Preise. Also völlig in Ordnung. Und da sind die 3 Flaschen, die jetzt mit mir mitkommen. Ich finde den hier ganz großartig, den Sauvignon Blanc. Der schmeckt irgendwie ganz toll nach so exotischen Früchten. Und es gibt auch Crémant. Und so ein kleines Weihnachtsdisplay, das die Tochter gemacht hat. Die ist 8 Jahre alt. Ein richtiger Familienbetrieb. Okay. So fine. So you try the 2 first, Rosé and Sauvignon Blanc, and we also have some Chardonnay. So which is also very interesting to pair with a nice food. This is Christmas time also, so we also have some big reds for the Christmas main course and for the cheeses, for many things. So please enjoy. Can you maybe just tell quickly the story of the Sauvignon Blanc, because it was so funny with the guy who... So Sauvignon Blanc is quite special for me because I used to have this kind of vineyard just 4 years ago. So I used to be in New Zealand 15 years ago. So my daughter was born in New Zealand. And I buy the winery 9 years ago, and somebody called me 4 years ago to say, hey, Jean-François, there is some white. I'm leaving, I will be retired, but it's a special white. So what kind of white? This is not Chardonnay. This is Sauvignon Blanc. So this is so funny to get some Sauvignon Blanc here in Beaujolais. And a nice pairing also with seafood. As I said, oysters, prawns. For Christmas in France, we used to do a lot pairing with all this kind of seafood. So that's really so great. Cheers! Santé! Thank you! Wir fahren jetzt hier los auf unserem Weingut, viel später als eigentlich geplant, aber es war auch einfach so schön hier und sind jetzt auf dem Weg nach Beaune. Da habe ich ja im September bei der Weinernte mitgeholfen und will jetzt noch einen kleinen Weihnachtsbesuch machen bei Freunden, die ich da gefunden habe. Zum Beispiel bei Christine, mit der ich ja gekocht habe. Und Lotti schaut mal, ob man in Beaune auch einen Weihnachtsmarkt findet. Wahrscheinlich gibt's dann da keine Mutzen, aber irgendwelche anderen Sachen. Also wir fahren jetzt mal los nach Beaune.
Auf dem Weg nach Beaune haben wir noch kurz im Supermarkt Halt gemacht und uns einen Bûche de Noël gekauft. Das ist eine ganz typische französische Weihnachtsbäckerei, also so wie bei uns vielleicht Plätzchen und Stollen, so gibt es da Bûche de Noël, diese Baumstämme, und es ist einfach eine Biskuitrolle mit allen möglichen Cremefüllungen. Und ziemlich gemein ist, dass es die in groß und in klein gibt und auch nicht allzu teuer. Das heißt, figurfreundlich ist es nicht, aber sehr, sehr lecker. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes, and I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanna be close to you. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm. Das war total schön, jetzt so kurz vor Weihnachten nochmal hier in Beaune zu sein, auch wenn es hier keinen Weihnachtsmarkt gibt und keine Mutzen und keine gebrannten Mandeln und sowas alles. Aber die Stadt ist trotzdem total schön, auch im Winter. So, ihr sitzt jetzt wahrscheinlich gerade total voll gefuttert vorm Fernseher. Ich wünsche euch noch schöne restliche Feiertage. Am Sonntag gibt es ein Video mit einem kurzen Fazit aus Sardinien mit allen Kosten. Also wenn euch das interessiert, dann schaltet da natürlich gerne wieder ein. Und wenn nicht, dann sehen wir uns 2025 wieder. Einen guten Rutsch und schon mal rein vorsorglich ein gesundes neues Jahr euch allen.